Willkommen zu einer neuen Folge von Counter Hegemony. Im letzten Video, das ihr hier findet, habe ich mich kritisch mit den aktuellen Inflationszahlen in Österreich und der EU auseinandergesetzt. Ich habe argumentiert, dass weder das billige Geld der Notenbanken noch die Lohnpreisspirale die Preisanstiege schlüssig erklären können. Zudem habe ich zwei Faktoren analysiert, die eine zentrale Rolle bei der Inflation spielen. Erstens die Probleme bei internationalen Lieferketten, die durch die Covid-19-Pandemie verursacht wurden, und zweitens die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg gestiegenen Energiepreise. Im heutigen Video werde ich zwei weitere Faktoren diskutieren, die die Preise in die Höhe treiben. Die meisten Erklärungsversuche blenden die Frage aus, welche Rolle marktbeherrschende Monopole und Oligopole in der aktuellen Inflationsdynamik spielen, also wie höhere Gewinnmargen für Großkonzerne zur Inflation beitragen. In Deutschland beispielsweise haben 5 Öl- und Gasunternehmen zusammen einen Marktanteil von 65%. Diese Machtposition ermöglicht es den Konzernen, durch strategische Preiserhöhungen Margen zu erhöhen und Übergewinne zu erzielen. Vor allem die Benzinpreise an Raffinerien und Tankstellen haben sich seit der Eskalation des Ukraine-Kriegs systematisch vom Rohölpreis entkoppelt. Ähnlich verhält es sich auch in den Bereichen Agrar- und Nahrungsmittel, Finanzen, Telekommunikation, Luftfahrt und bei Pharmazeutika. Auch hier nutzen Konzerne die Inflation als Vorwand, um die Preise zu erhöhen und die Gewinne zu steigern. Die Preistreiberei und die höheren Gewinne der Konzerne sind ein Angriff auf die Löhne der arbeitenden Mehrheit. Weitergedacht bedeutet dies, dass die Inflation Ausdruck eines ökonomischen und politischen Verteilungskampfes ist. Es geht um die Verteilung des von der Gesellschaft produzierten Reichtums. Die Inflation drückt somit ein gesellschaftliches Kräfteverhältnis aus und hat immer Klassencharakter. Ein vierter Preistreiber, bei dem Großkonzerne ebenfalls eine zentrale Rolle spielen, ist die Spekulation auf Energiepreise und CO2-Zertifikate an den Finanzmärkten. Ihr habt vielleicht schon mal vom Merit-Order-System gehört, das im Zuge der Liberalisierung des europäischen Strommarktes im Jahr 2001 eingeführt wurde. Grundsätzlich funktioniert das System so, dass sich die Strompreise nach dem teuersten Kraftwerk richten. Da Erdgas unter anderem zur Stromerzeugung verwendet wird, bedeutet dies, dass bei steigenden Gaspreisen auch die Strompreise steigen. Zudem treibt der kurzfristige Handel mit Strom an den Finanzmärkten die Strompreise in die Höhe. Um diese Spekulation zu beenden, müssen die Strompreise von Erdgas und fossilen Energieträgern entkoppelt werden. Dadurch würde verhindert, dass hohe Gas- und Ölpreise automatisch zu steigenden Strompreisen führen. Allerdings wird an den Finanzmärkten nicht nur auf Strompreise spekuliert, sondern auch auf Zertifikate, die es Unternehmen ermöglichen, mehr Kohlendioxid auszustoßen, also die Umwelt zu belasten. Diese Zertifikate werden seit 2005 in der EU an den Finanzmärkten gehandelt. Seit Anfang 2021 sind die Preise für diese Zertifikate aufgrund höherer Erdgaspreise rasant gestiegen. Hedgefonds und Investmentfonds sehen die Zertifikate als attraktive Anlagemöglichkeit und treiben die Zertifikatspreise durch Spekulation weiter in die Höhe. Dadurch steigen die Kosten der Unternehmen und damit auch die Preise. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie sich die Inflation in naher Zukunft entwickeln wird. In meinem letzten Video habe ich erwähnt, dass die Europäische Zentralbank kürzlich den Leitzins auf 3,5% angehoben hat. Dieser Wert könnte jedoch noch weiter nach oben gehen. Ein Leitzins von 5% bis zum Jahresende ist durchaus möglich. Eine restriktivere Geldpolitik birgt jedoch nicht nur das Risiko einer Finanzkrise. Es erhöht auch die Wahrscheinlichkeit einer Rezession und steigender Arbeitslosigkeit. Gleichzeitig setzen höhere Zinsen hochverschuldete EU-Staaten, wie zum Beispiel Italien, stark unter Druck. Denkbar ist aber auch ein Szenario mit einer dauerhaften, moderaten Inflation. Dies würde jedoch nicht nur die kreditfinanzierte Wirtschaft belasten, sondern auch finanzielle Vermögenswerte real entwerten und die Mehrheit der Lohnabhängigen langsam verarmen lassen. Eines ist jedoch unbestreitbar. Keine Geldpolitik kann die strukturellen Ursachen und Spannungen,
die sich in den letzten Jahrzehnten angesammelt haben, dauerhaft beseitigen. Was sind also alternative Lösungsansätze? Als unmittelbares Instrument könnten die Regierungen in der EU eine Sondersteuer auf Übergewinne einführen. Eine solche Steuer gibt es bereits in Griechenland, Italien und Großbritannien. Darüber hinaus können die Regierungen die Mehrwertsteuer auf Energie- und Grundnahrungsmittel vorübergehend senken und die Energiepreise deckeln. Vor allem die Anerkennung der Tatsache, dass Preise keine natürlichen Phänomene sind, sondern zum Wohle der Allgemeinheit gesteuert werden können und sollten, wäre ein wichtiger Schritt. Preis-, Kredit- und Investitionspolitik würden wieder als legitime Instrumente der Regierungen angesehen. Die Entnaturalisierung des Marktes, das heißt die Überwindung der Vorstellung, dass die Märkte frei und Preise natürlich sind, würde auch neue politische Räume eröffnen. Mittel- und langfristig müssen jedoch die strukturellen Ursachen der Inflation politisch angegangen werden. Dabei denke ich zum einen an mehr öffentliche Investitionsprogramme in die Mobilitäts- und Klimawende. Zudem sollten Energie- und Finanzmärkte stärker reguliert werden. Um jedoch die politische Preissetzungsmacht von Großkonzernen wirklich zu brechen, müssten soziale Bewegungen, politische Parteien, Gewerkschaften etc. deren Vergesellschaftung vorantreiben. Ziel sollte es sein, die Wirtschaft zu demokratisieren und die öffentliche Infrastruktur auf das Gemeinwohl auszurichten und auszubauen. Dadurch könnten soziale Bedürfnisse in den Mittelpunkt gestellt und die ökologische Problematik nachhaltig und ernsthaft angegangen werden. Aber dazu mehr ein andermal. Soweit für heute. Ihr könnt mir gerne eure Meinung zum Thema Inflation in die Kommentarspalte schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert bitte den Kanal, schaltet die Benachrichtigungen ein und klickt auf den Like-Button. Vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal.